Je mehr wir über die Strukturen und Denkprozesse der Rattenmenschen erfahren, umso mehr wird uns bewusst, wie tief der Kaninchenbau in Wirklichkeit reicht. Skaven lauern nicht nur in den Schatten, um einfältige Tölpel zu überfallen, sie sind auch in der Ingenieurskunst bewandert und erschaffen Gerätschaften aus Feuer und Metall, die aus den Fieberträumen eines tollwütigen Schimpansen entstanden sein könnten. Manch einer würde mit Fug und Recht behaupten, dass Kunst wahrlich das Letzte ist, mit dem man diese Kreationen bezeichnen kann. Diplomatisch enthalten wir uns aus dieser Grundsatzdiskussion und präsentieren Geschichten der Skaven, Teil 2, Kupfernagels Messingschrauben. Nördlich von Aldradach, auf dem Fest der Drachen, befindet sich das Lager des Roten Avatars, ein Ort von Ruhm und Ehre. Sichtungen von Skaven gab es vor, und in diesem Lager bereits in der Vergangenheit, an denen laut unserer braunfälligen Informantin ein nicht weiter namentlich genannter ansässiger Kuriositätenhändler natürlich gänzlich unbeteiligt war. Dass zusätzlich bereits während eines Duells zweier aufgepumpter Skaven eine nicht unerhebliche Menge Warpstein-verseuchtes Blut vor den Füßen des Roten Avatars verschüttet wurde, dessen Auswirkungen auf den Avatar, das Lager und dessen Grundwasserversorgung nicht abschließend geklärt werden konnten, während der einfältige Pöbel lauthals Beifall klatschte, unwissend ob der drohenden Gefahr durch plötzliche Mutationen, erwähnen wir an dieser Stelle nur beiläufig. Trotz, oder vielleicht auch genau deswegen, stehen nun wieder zwei der Rattenmenschen vor dem Tor, die auf Einladung einer ansässigen Armeeeinheit Einlass begehren. Der größere der beiden fällt sofort durch die unangenehme Eigenschaft auf, beim Reden nicht atmen zu müssen und so den Quassel ungeölt laufen lassen zu können. Der Inhalt dieses Sermons reicht von eloquenten und intelligenten Bemerkungen bis zu beeindruckendem Schwachsinn. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. Sein Name ist Pratzer. Die kleinere von beiden, zwar nicht direkt so nervtötend wie ihr Kamerad, aber dabei nicht minder hässlich, heißt Tankhetz. Sie ist die Assistentin von Pratzer und wirkt gestresst. In den Händen hält sie ein kleines, unscheinbares Päckchen, grob umwickelt mit dreckigen Tüchern. Ein leises Summen ist zu vernehmen. Schon nach kurzer Zeit werden die beiden Rattenmenschen durchgewunken und durch ihre Gastgeber begrüßt, die sich bereits auf den Vortrag der beiden Skaven freuen. Den Torwachen aus dem Lager des Roten Avatars, die die glorreiche Idee hatten, diesen zwei Kreaturen den Weg ins Rote Lager freizumachen, die ein nicht näher zu bestimmendes Gerät dabei haben, sei an dieser Stelle unsere vollste Bewunderung ob dieser Pflichtvergessenheit ausgesprochen. Am Ort des Geschehen angekommen, stellen sich die beiden Wesen den interessierten Beobachtern vor. Einige rümpfen ihre Nasen, eine normale Reaktion, die den beiden, in Klammern, Technikern oft entgegengebracht wird. Sei es wegen dem schrecklichen Dilettantismus, die beide frecherweise als Wissenschaft bezeichnen, oder dem strengen Körpergeruch, dem diese Kreaturen für gewöhnlich anhaftet. Egal, die Resonanz passt buchstäblich wie die Faust aufs Auge. Unbeirrt davon beginnt Pratzer den Vortrag, faselt von Druckausgleichsbehältern, Bleiblockausbauchungen und Aerosolvernebelungen, während Tankhetz an dem Gerät herumdoktert und das Publikum nichts von alledem zu verstehen scheint. Vollkommen überzeugt von dem, was sie tut, injiziert Tankhetz eine grünliche Flüssigkeit in einen Stutzen am Gehäuse. Ein Teil der Flüssigkeit tropft durch einen kleinen Riss auf den Tisch, brennt durch dessen Material und versickert im Boden. Aus dem Augenwinkel durch den hilfesuchenden Gesichtsausdruck seiner Assistentin alarmiert, stellt sich Pratzer blitzschnell zwischen das Publikum und dem vor sich hin rauchenden Loch im Boden. Kleinere Rückschläge gehören zur Wissenschaft, deswegen unterbricht man noch lange keine Vorführung. Während Pratzer über die Vorteile von Messingschrauben doziert und Tankhetz diese gerade etwas fester zieht, wird das Summen an dem seltsamen Gerät plötzlich lauter. Das hypnotisierende grünliche Pulsieren wird hektischer. Ein elektrisches Knistern ist zu hören. Geistesgegenwärtig fängt Pratzer an, einfach lauter zu reden und damit die Geräusche der Apparatur zu übertönen. Was man nicht hört, stellt auch keine Gefahr dar. Seine Assistentin hingegen tupft sich mit einem Lappen, der schon bessere Tage gesehen hat, schnell den Schweiß von der Stirn und dreht die Schrauben, die aufgrund des erhöhten Drucks im Gerät noch nicht weggeflogen sind, etwas fester. Eine der Schrauben bricht dabei ab und Tankhetz rutscht mit ihrem Werkzeug ab, das eine der Zuleitungen glatt durchtrennt. Das aufgesetzte Lächeln auf Pratzers Gesicht verschwindet,
während er näher an Tankheads rückt und ihr zuflüstert, das scharlachrote Kabel zu durchtrennen. Mit beruhigenden Gesten und im Brustton vollster Überzeugung redet Pratzer auf die Zuschauer ein, dass all das so gewollt und als praktisches Beispiel zur Veranschaulichung dienen soll, warum der richtige Drehmoment von Messingschrauben so wichtig ist. Als er sich leicht vom Publikum wegdreht, um zu prüfen, ob Tankheads bereits seine klaren und strukturierten Anweisungen durchgeführt hat, findet er seine Assistentin, die mehrere Kabel in der zittrigen Hand hält und ihn dabei mitleidig ansieht. Erneut ermahnt Pratzer sie mit leicht erhobener Stimme, die Faxen einzustellen und das rubinrote Kabel zu kappen. Seine Stimme energisch genug, um den Unmut auszudrücken, leise genug, damit das Publikum nichts von alledem mitbekommt. Plötzlich pulsiert das Gerät hektisch im roten Licht. Zum elektrischen Knistern mischen sich weitere Töne, die der Zuhörer beim besten Willen nicht einordnen kann. Pratzer fuchtelt wild mit seinen Armen herum und schreit Tankheads an, endlich das karmesinrote Kabel zu durchschneiden, da ansonsten der Kern der Warpsteinbombe überlädt und eine Kettenreaktion unaufhaltbar wird. Das Publikum schaut sich fragend an. Was hat er gesagt? Einige Zuschauer rücken mit ihren Stühlen etwas vom Geschehen weg. Tankheads, farbenblind und überfordert durch die Anweisung ihres hektischen Vorgesetzten, schneidet das erstbeste Kabel durch, das sie findet. Die Apparatur scheint sich zu beruhigen. Das Flackern wird langsamer. Das Hitzeflimmern verschwindet. Feuchtes Blubbern ist zu hören, bevor das Gerät erstarrt und etwas Flüssigkeit heruntertropft. Mit einem letzten Zischen versagt es seinen Dienst. Beide atmen erleichtert aus, während sich die allgemeine Stimmung im Publikum spürbar verändert. Fragen werden laut. Der Ausdruck der auf sie blickenden Gesichter verändert sich von verdutzt zu verärgert. Es wäre nicht das erste Mal, dass die beiden mit Fackeln und Mistgabeln vom Hof gejagt werden. Vorausschauend packen sie hektisch ihre Sachen zusammen, während Pratzer einen Monolog über die Vorteile von Kupferlegierungen führt, und nutzen die allgemeine Verwirrung über die Gesamtsituation im Publikum, um sich schnell davon zu stehlen. Man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Genies wurden in der Geschichte schon oft verlacht, ihre Ideen manchmal einfach zu wild oder der Zeit weit voraus. Die Antwort, ob man diese beiden Gestalten als Genies bezeichnen kann, überlassen wir den Zuhörern. Aber sind wir ehrlich, wir alle kennen die Antwort bereits.